Lektion 181, Radtour. Ich habe darüber nachgedacht, nächstes Wochenende eine Radtour zu machen. Willst du zu mir kommen? Klingt nach Spaß. Wo wolltest du hingehen? Ich dachte, wir könnten durch die Landschaft radeln und vielleicht in einigen der kleinen Städte auf dem Weg anhalten. Wir könnten einen Tag daraus machen und ein Picknick einpacken. Das klingt nach einem großartigen Plan. Wie weit glaubst du, werden wir radeln? Ich dachte an etwa 30 Meilen. Es ist eine moderate Entfernung, und wir werden genügend Zeit haben, um die Landschaft zu genießen und Pausen einzulegen. Das klingt machbar. Müssen wir außer unseren Fahrrädern und dem Mittagessen etwas Besonderes mitbringen? Es könnte eine gute Idee sein, Sonnencreme, Wasserflaschen und vielleicht ein kleines Erste-Hilfe-Set mitzubringen, für alle Fälle. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Fahrräder in einem guten Zustand sind, bevor wir losfahren. Das ist ein gutes Argument. Ich werde meine Reifen und Bremsen überprüfen, bevor wir losfahren. Wann hast du darüber nachgedacht, die Reise zu beginnen? Ich dachte, wir könnten uns um 9 Uhr treffen und gegen 9:30 Uhr mit dem Radfahren beginnen. Auf diese Weise haben wir viel Tageslicht und fühlen uns nicht gehetzt. Klingt gut für mich. Ich freue mich auf unser Radabenteuer. Lektion 182, Einkaufen gehen. Willst du dieses Wochenende mit mir einkaufen gehen? Klar, ich könnte ein paar neue Klamotten gebrauchen. Wo wolltest du hingehen? Es gibt ein neues Einkaufszentrum, das gerade in der Innenstadt eröffnet wurde. Ich habe gehört, dass sie dort ein paar wirklich coole Geschäfte haben. Oh, das klingt nach Spaß. Was für Geschäfte haben Sie? Sie haben eine Mischung aus hochwertigen und erschwinglichen Geschäften. Es gibt ein Bekleidungsgeschäft, von dem ich denke, dass es dir wirklich gefallen wird, und sie haben auch einige gute Angebote. Fantastisch. Um wie viel Uhr hast du darüber nachgedacht zu gehen? Ich dachte, wir könnten uns um 11 Uhr treffen und zuerst einen Brunch essen. Dann können wir den Rest des Tages mit Einkaufen verbringen. Klingt gut für mich. Möchtest du dich im Einkaufszentrum oder woanders zum Brunch treffen? Wir könnten uns im Einkaufszentrum treffen und dort brunchen. Es gibt ein paar gute Restaurants im Food Court. Perfekt. Haben Sie ein bestimmtes Budget für den Einkauf im Sinn? Nicht wirklich, ich hatte nur vor zu stöbern und zu sehen, ob mir etwas auffällt. Wie steht's mit dir? Ich werde wahrscheinlich für jeden Artikel ein bestimmtes Budget im Auge haben, aber insgesamt möchte ich nicht zu viel ausgeben. Das ist völlig verständlich. Ich freue mich einfach darauf, den Tag mit Ihnen zu verbringen und zu sehen, was das Einkaufszentrum zu bieten hat. Ich auch. Es wird Spaß machen, zusammen einzukaufen. Lektion 183. Warst du schon einmal Wildtiere? Warst du schon einmal auf einer Safari oder hast du wilde Tiere aus der Nähe gesehen? Ja, ich war schon auf einigen Safaris und es ist immer ein unglaubliches Erlebnis. Diese großartigen Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, ist wirklich beeindruckend. Das klingt unglaublich. Welches ist das unvergesslichste Tier, das Sie auf einer Safari gesehen haben? Ich würde sagen, das denkwürdigste Tier, das ich auf einer Safari gesehen habe, war eine Gruppe von Elefanten. Sie waren so majestätisch und bewegten sich so koordiniert. Es war unglaublich zu sehen, wie sie miteinander interagierten. Wow,
Ich kann mir nur vorstellen, wie toll es war, das mitzuerleben. Ich war noch nie auf Safari, aber Tiere haben mich schon immer fasziniert. Hast du ein Lieblingstier? Ich denke, mein Lieblingstier müsste eine Giraffe sein. Sie sind so anmutig und elegant, und ich finde es toll, wie sie mit ihren langen Hälsen hohe Äste erreichen können, um Nahrung zu finden. Giraffen sind definitiv einzigartige und interessante Tiere. Für mich ist mein Lieblingstier der Tiger. Sie sind so mächtige Raubtiere und ihre Streifen sind so wunderschön. Ja, Tiger sind auch unglaubliche Tiere. Es ist schade, dass sie in freier Wildbahn durch Lebensraumverlust und Wilderei gefährdet sind. Das stimmt, und es ist wichtig, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um diese erstaunlichen Kreaturen zu schützen. Haben Sie jemals ehrenamtlich in einem Naturschutzgebiet gearbeitet oder Naturschutzarbeit geleistet? Ja, ich habe schon einmal ehrenamtlich in einem Naturschutzgebiet gearbeitet und es war eine großartige Erfahrung. Es war lohnend, bei der Pflege der Tiere helfen zu können und mehr über Naturschutzmaßnahmen zu erfahren. Lektion 184: Magst du Katzen? Hey, magst du 20. Katzen? Oh, ich liebe Katzen. Ich finde sie so süß und kuschelig. Magst du sie auch? Ja, ich 20. mag auch Katzen. Ich finde, sie sind faszinierende Kreaturen und ich finde es toll, wie unabhängig sie sein können. Definitiv. Ich denke, das ist eines der Dinge, die sie so attraktiv machen. Sie können liebevoll sein, wenn sie wollen, aber sie haben auch ihre eigenen Persönlichkeiten und Vorlieben. Das stimmt, und sie können auch großartige Begleiter für Menschen sein, die alleine leben oder wenig Platz haben. Ja, und sie sind im Vergleich zu Hunden auch sehr pflegeleicht. Sie müssen nicht mit ihnen spazieren gehen oder sich Sorgen machen, dass sie ihre Schuhe zerkauen. Das ist ein gutes Argument. Ich denke, eines der Dinge, die ich an Katzen am meisten mag, ist ihre Verspieltheit. Es ist so unterhaltsam, ihnen zuzusehen, wie sie Spielzeug nachjagen oder miteinander spielen. Definitiv. Sie sind so verspielte Tiere, und es ist immer amüsant zu sehen, wie sie ihr Unwesen treiben. Hast du eine Lieblingskatzenrasse? Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Lieblingsrasse habe, aber ich finde, dass siamesische Katzen sehr elegant und schön sind. Was ist mit dir? Ich mag Maine Coons wirklich. Sie sind so große, flauschige Katzen und sie sind dafür bekannt, sehr liebevoll zu sein. Ja, Maine Coons sind tolle Katzen. Sie sind auch dafür bekannt, gute Jäger zu sein, sodass sie auch gute Freilandkatzen sein können. Das stimmt, aber ich denke, sie sind genauso glücklich, wenn sie drinnen herumlungern und viel Aufmerksamkeit von ihren Besitzern bekommen. Lektion 185: Erinnerst du dich an den Film, den wir vor etwa 10 Jahren zusammen gesehen haben? Erinnerst du 20. dich an den Film, den wir vor etwa 10 Jahren zusammen gesehen haben? Von welchem Film sprichst du? Es war dieser Dramafilm über eine Familie, die sich mit einer schwierigen Situation befasst. Ich glaube, es hieß The Family Stone. Oh ja, ich erinnere mich an den Film. Das war ein so kraftvoller und emotionaler Film. Ja, ich stimme zu. Ich erinnere mich, dass ich von den Aufführungen und dem Verlauf der Geschichte wirklich bewegt war. Definitiv. Ich fand das Schauspiel ausgezeichnet und die Geschichte fühlte sich sehr authentisch und nachvollziehbar an.
Ja, und Absolut. mir hat auch gefallen, Es wie war der eine Film Themen wirklich der nuancierte Familiendynamik und Darstellung der des Komplexität von Familienlebens und Beziehungen wie Menschen untersuchte. in schwierigen Zeiten zusammenkommen können, um sich gegenseitig zu unterstützen. Mir gefiel auch, wie der Film humorvolle Momente mit ernsteren und herzlicheren Momenten in Einklang brachte. Ja, es war ein sehr vielseitiger Film, der von allem ein bisschen hatte. Denkst du, du würdest es dir noch einmal ansehen? Ich glaube, das würde ich. Es ist so lange her, dass ich ihn gesehen habe, und ich denke, es wäre interessant, den Film mit einer neuen Perspektive noch einmal zu betrachten. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir es uns irgendwann noch einmal zusammen ansehen und sehen, wie sich unsere Meinung geändert hat, seit wir es zum ersten Mal gesehen haben. Lektion 186. Möchtest du dieses Wochenende mit mir Tennis spielen? Willst du dieses Wochenende mit mir Tennis spielen? Klar, das klingt nach viel Spaß. Hast du eine bestimmte Zeit im Sinn? Wie wäre es mit Samstagmorgen? Das Wetter soll schön sein, und ich denke, die Plätze werden so früh ziemlich leer sein. Das funktioniert für mich. Um wie viel Uhr hast du nachgedacht? Wie wäre es mit 9 Uhr? Wir können ein gutes Training machen, bevor es zu heiß wird. Klingt gut für mich. Möchtet ihr euch vor Gericht treffen oder wollt ihr zusammen Fahrgemeinschaften bilden? Ich kann dich abholen, wenn du willst. Wie lautet deine Adresse? Meine Adresse ist 123 Main Street. Wie lange glaubst du, werden wir spielen? Ich dachte, wir könnten ein paar Stunden spielen, vielleicht bis etwa 11 Uhr oder so. Funktioniert das für dich? Ja, das klingt nach einer guten Menge Zeit. Hast du einen zusätzlichen Schläger, oder sollte ich meinen mitbringen? Ich habe einen zusätzlichen Schläger, sodass du dir keine Sorgen machen musst, deinen mitzubringen. Haben Sie irgendwelche Präferenzen in Bezug auf die Art des Bowls, den wir verwenden? Nicht wirklich, jeder Ball ist in Ordnung für mich. Was für eine Art von Oberfläche sind die Gerichte? Da es sich um Sandplätze handelt, solltest du vielleicht Schuhe tragen, die ein wenig Traktion bieten. Okay, ich werde darauf achten, angemessene Schuhe zu tragen. Ich freue mich sehr darauf, dieses Wochenende mit dir Tennis zu spielen. Lektion 187. Wie gehe ich in die Bibliothek in der Stadt? Warst du schon einmal in der Bücherei der Stadt? Nein, habe ich nicht. Aber ich wollte schon immer gehen. Warum fragst du? Ich dachte darüber nach, dieses Wochenende dorthin zu gehen, um ein paar Bücher auszuleihen. Willst du mit mir kommen? Klar, das klingt nach einer guten Idee. Wie kommen wir dahin? Es ist ziemlich einfach. Wir können den Bus nehmen oder fahren. Normalerweise nehme ich den Bus, weil er günstiger ist und ich mir keine Sorgen machen muss, einen Parkplatz zu finden. Das ergibt Sinn. Welche Buslinie müssen wir nehmen? Wir müssen den Bus Nummer 12 nehmen, der an der Ecke Main Street und Elm Street hält. Von dort ist es nur ein kurzer Spaziergang zur Bibliothek. Okay, das klingt einfach genug. Wissen Sie, um wie viel Uhr der Bus fährt? Ja, am Wochenende fährt es alle 30 Minuten. Der erste Bus fährt um 9 Uhr, also könnten wir den nehmen und um 9 Uhr und 30 Minuten in der Bibliothek sein. Perfekt, das gibt uns genügend Zeit, um zu stöbern und ein paar Bücher auszuleihen. Wie lange sollten wir deiner Meinung nach in der Bibliothek bleiben? Normalerweise verbringe ich ungefähr eine Stunde in der Bibliothek, aber wir können so lange bleiben, wie wir wollen.
Es gibt viele Orte zum Sitzen und Lesen oder Lernen. Das klingt großartig. Ich freue mich sehr darauf, ein paar neue Bücher auszuleihen und einige Zeit in der Bibliothek zu verbringen. Ich auch. Es ist immer schön, die Landschaft zu wechseln und neue Bücher und Autoren zu entdecken. Lektion 188: Steak für das Abendessen heute Abend zubereiten. Hast du schon einmal Steak gekocht? Ja, habe ich. Warum fragst du? Nun, ich denke darüber nach, heute Abend ein Steak zum Abendessen zuzubereiten, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich es richtig zubereitet. Hast du irgendwelche Tipps? Sicher, es gibt ein paar Dinge, die Sie beachten sollten. Stellen Sie zunächst sicher, dass das Steak Raumtemperatur hat, bevor Sie mit dem Kochen beginnen. Dadurch wird es gleichmäßig garen. Okay, das ergibt Sinn. Wie lange sollte ich es vor dem Kochen draußen stehen lassen? Etwa 30 Minuten sollten ausreichen. Sie sollten das Steak auch mit Salz und Pfeffer würzen, bevor Sie es kochen. Ich hab's. Sollte ich zum Kochen eine bestimmte Art von Pfanne oder Grill verwenden? Idealerweise sollten Sie eine gusseiserne Pfanne oder einen Grill verwenden. Beide werden sehr heiß, was dazu beiträgt, dass das Steak eine schöne Kruste hat. Okay, ich habe keinen Grill, aber ich habe eine gusseiserne Pfanne. Wie heiß sollte ich die Pfanne machen? Du solltest die Pfanne bei starker Hitze erhitzen, bis sie richtig heiß ist. Dann kannst du etwas Öl in die Pfanne geben und es ebenfalls heiß werden lassen. Wie lange sollte ich das Steak garen? Das hängt davon ab, wie dick das Steak ist und wie gut es zubereitet ist. Im Allgemeinen sollten Sie es für ein mittelschweres Steak auf jeder Seite etwa 3 bis 4 Minuten garen. Okay, danke für die Tipps. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster, wenn es darum geht, Steak zu kochen. Kein Problem, ich bin mir sicher, es wird großartig werden. Lektion 189: Tipps für einen besseren Schlaf. Okay, das ergibt Sinn. Was ist mit meinem Bett? Soll ich etwas mit meinem Bett machen, damit ich besser schlafen kann? Ja, stellen Sie sicher, dass Ihr Bett bequem und stützend ist. Sie sollten eine hochwertige Matratze und Kissen haben, die Ihren Nacken und Kopf stützen. Versuchen Sie auch, bequeme Laken und Decken zu verwenden, die Ihnen weder zu heiß noch zu kalt machen. In Ordnung, das behalte ich im Hinterkopf. Was kann ich noch tun, um meinen Schlaf zu verbessern? Versuchen Sie, einen konsistenten Schlafplan aufzustellen. Gehen Sie ins Bett und wachen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit auf, auch am Wochenende. Dies hilft, die innere Uhr Ihres Körpers zu regulieren und die Schlafqualität zu verbessern. Das ist eine gute Idee. Normalerweise bleibe ich an den Wochenenden ziemlich lange wach, aber vielleicht sollte ich versuchen, mich an einen Zeitplan zu halten. Es ist einen Versuch wert. Du kannst auch einige Entspannungstechniken wie tiefes Atmen oder Meditation ausprobieren, damit du schneller einschlafen und länger durchschlafen kannst. Ich habe schon einmal davon gehört, aber ich habe sie nie ausprobiert. Wie fange ich an? Geführte Meditationen und Atemübungen finden Sie online oder über Apps. Stellen Sie nur sicher, dass Sie vor dem Schlafengehen in einer ruhigen, entspannten Umgebung wie Ihrem Schlafzimmer machen. Okay, das probiere ich aus. Danke für die Tipps. Kein Problem, ich hoffe, sie helfen dir, besser zu schlafen. Lektion 190: Wie benutzt man den Ofen? Weißt du, wie man den Ofen benutzt?
Ich versuche etwas zu backen, bin mir aber nicht sicher, wo ich anfangen soll. Sicher, den Ofen zu benutzen ist ziemlich einfach. Was für ein Gericht versuchst du zu backen? Ich versuche Hühnchen zu backen, aber ich weiß nicht, auf welche Temperatur ich den Ofen einstellen soll oder wie lange ich ihn garen soll. Okay, für Hühnchen solltest du den Ofen auf 375 Grad Fahrenheit vorheizen. Dann können Sie das Huhn mit Salz, Pfeffer und anderen Kräutern oder Gewürzen würzen, die Sie mögen. Ich hab's. Wie schiebe ich das Huhn in den Ofen? Sie sollten eine ofenfeste Form oder ein Backblech verwenden, um das Huhn darauf zu garen. Lege das Huhn auf den Teller oder das Blech und achte darauf, dass zwischen den einzelnen Stücken genügend Platz ist, damit die Luft zirkulieren kann. Okay, und wie lange sollte ich es kochen? Das hängt von der Größe der Hühnchenstücke ab. Im Allgemeinen sollten Sie Hühnchen etwa 20 bis 30 Minuten kochen und es nach der Hälfte der Garzeit umdrehen, bis es eine Innentemperatur von 165 Grad Fahrenheit erreicht. Woher weiß ich, wann es mit dem Kochen fertig ist? Sie können ein Fleischthermometer verwenden, um die Innentemperatur zu überprüfen, oder Sie können das Huhn in die dickste Stelle schneiden, um sicherzustellen, dass es nicht mehr rosa ist und der Saft klar herausläuft. In Ordnung, das ergibt Sinn. Danke für die Hilfe. Kein Problem, viel Spaß beim Kochen. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere unseren Kanal. Und schauen wir uns noch ein paar tolle Videos von unserem Kanal an.